Unpacking-Video von Joe Bear Boots. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma schon kennt. Zwar ist es ein ganz kleines Unternehmen aus Portugal. Die machen handgemachte Lederschuhe und zwar inspiriert von historischen Designs. Ich wollte eigentlich letztes Jahr schon Schuhe bestellen, weil mir sehr gefallen haben. Ich war nämlich auf der Suche nach Lederschuhen, die man auch so fest tragen kann. Das ist übrigens das, was ich hier gerade trage, die Kleidungsstil. Weil die meisten Schuhe für Lolita Fashion sind aus EU und Polyurethan und ich vertrage nicht auf meinen Füßen, Plastik zu tragen. Ja, aber letztes Jahr, als ich mal bestellen wollte, da war das Einzige, was wir haben, einfach ausverkauft. Insgestanden erst im Frühling gibt es wieder ein Pre-Sale, also eine Vorbestellung. Das habe ich dann genutzt und habe mir eine Vorbestellung, quasi meine viktorianischen Traumstiefeletten gekauft. Die sind letzte Woche angekommen und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das aussieht. Was dann noch interessant ist, nachdem ich die Schuhe bestellt habe, haben sie mich dann genau nach meinen Fußmaßen gefragt. Haben sie erklärt, wie man den Fuß aufzeichnet, also abhaust, Ausmittellänge und Breite, ihnen die Maße gebe, welche Schuhgröße trage ich normalerweise, haben meine Füße irgendwie Besonderheiten, trage ich orthopädische Einlagen. Wenn man mich schon so genau fragt, dann habe ich ihnen auch meine Maße gegeben, habe ihnen auch gesagt, auf meinen linken Fuß habe ich ein Problem, da muss ich nämlich Einlagen tragen, weil mein Bein 8 mm kürzer ist. Und ob es vielleicht möglich wäre, dass man den Schuh, also die Ferse vom Schuh 8 mm höher macht, dann muss ich keine Einlagen tragen. Das ist sehr cool. Und siehe da, das haben die auch gemacht und die haben mir nicht mal extra was dafür verrechnet. Also das ist wirklich top, Hut ab. So, was haben wir denn da Schönes drin? We hope you love your Joe Bear Boots as much as we do. Our products are handmade in Portugal by independent artisans and small family-run factories. We choose these makers as we like the imperfection of the finish. This is not a standardized industrialized product and so it might present some minor irregularities in the stitching, slight leather blemishes and marks. What others would call defects, we call personality. Hier noch eine Postkarte mit einer schönen persönlichen Nachricht. Dear Rebecca, thank you for your patience while we made your boots. I hope they fit you to perfection and the slightly larger heel works for you. Enjoy wearing your Joe Bear Boots. Warmest wishes. Und dann eine Unterschrift, die ich lesen kann. Sehr nett. Ich habe mir die Schuhe in dunkelbraun ausgesucht. Und ich wollte haben, dass die Löcher Metall eingefasst sind. Also alle Spezifikationen kann man sich so aussuchen. Und ich wollte einen gekurften Absatz haben. Und auch als extra, was noch ganz extra kostet, keine Ledersohle, sondern Gummisohle, weil ich möchte ja nicht ausrutschen. Könnte leider nicht riechen, aber es riecht wie ein Qualitätsschuhgeschäft. Dieser Schuh. So, und jetzt spannend, der linke Schuh. Also man sieht hier jetzt keine Linie im Sinn. Also das ist sehr cool verarbeitet. Stellt mir die Frage, ist jetzt wirklich 8 mm höher? Ja? Seht ihr das? Das dürften genau 8 mm sein. Sehr cool gemacht, wirklich. Sehr professionell. Auch schön ebenmäßig eingefärbt. Ich
Ich werde ein bisschen aufpassen im Kontakt mit weißer Kleidung, weil auf dem Papier der Verpackung man schon von der Schuhpaste ein bisschen Abfärbungen. Aber die ganzen sind wahrscheinlich ganz frisch eingepackt worden, das wird inzwischen schon getrocknet sein. Na gut, dann nehmen wir es mal an. Schauen wir mal, wie sie passen. Das wird eine Weile dauern, das aufzukriegen. Sogar die Schuhe sind, ich glaube, aus Leder gemacht. Wahnsinn. Puh, das ist anstrengend, es ist ganz schön heiß. Es ist inzwischen wir Hochsommer. Haben wir Mitte Juli. Dann sind das nicht gerade die passenden Schuhe. Aber was soll's, da bin ich wenigstens schon bereit für Herbst und Winter. Das ist, da kann man das Schuhband noch einführen. Ich habe schon gedacht, da ist ein Loch in der Zunge drin. Ja, sieht man das? Das braucht noch viel mehr. Reißverschluss wäre praktisch, aber nicht mehr historisch authentisch. Ja, das Schuhband ist lang genug, was nicht bei allen Schuhen immer der Fall ist, wie ich schon die Erfahrung gemacht habe. Also drin der Fuß wirklich ein bisschen Platz, sich zu bewegen. Ich habe nämlich oft das Problem, dass mich die Schuhe hier drücken. Sogar manche Chucks drücken mich da. Von Doc Martens muss man gar nicht erst anfangen zu reden. Deswegen habe ich mir diese Schuhe auch in White bestellt, damit ich diese Grün sicher nicht haben würde. Und extra Vorteil, man kann es dann auch mit dickeren Socken anziehen, wenn es dann kalt wird. Okay. Das ist jetzt ein bisschen steif an, aber nicht so schlimm steif. Das Leben ist jetzt nicht so wahnsinnig dick wie bei anderen Schuhen. Also das sieht man auch ein bisschen. Es gibt nach, ist bequem, also super. Gut, so Festigkeit. Noch Platz, dass ich mich ein bisschen drin bewegen kann. Seitlich nach vorne, nach hinten, so ich bin voll zufrieden. Leider passt sie jetzt nicht zu diesem Sommeroutfit, aber muss ich jetzt mit so einem Kleid muss man sich das dann vorstellen, die Schuhe. Dann passt sie perfekt. Also ich freue mich schon, dass ich so mehr klassischen Outfits tragen werde. Dann im Herbst. Gut, das war's. Danke, dass ihr jetzt beigeblieben seid. Und ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Gut, tschüss. Wartet, schaltet noch nicht aus. Ich möchte euch gerne noch zeigen, wie die Schuhe ausschauen, nachdem man sie ein halbes Jahr schon getragen hat. Wie gut sie altern, ob es Gebrauchsspuren bzw. Abnutzungsspuren gibt. Ich habe die Schuhe nicht extrem oft getragen, meistens so an freien Tagen oder Samstag in die Kirche. Aber wo ich sie dann doch viel getragen habe, war diesen Herbst. Da war ich in Dublin mehrere Tage. Und wegen der Beschränkung vom Gepäck, wir sind da nämlich hingeflogen, da hat man nur einen kleinen 10 Kilo Koffer mitnehmen dürfen. Deswegen habe ich mir keine extra Schuhe mitgenommen. Ich habe mit diesen Schuhen gereist und habe nie was anderes angehabt. Das sind natürlich schon ein bisschen Strapazen. Den ganzen Tag herumlaufen, Museen, Tiergarten und so weiter. Und das eben bei feuchtem Wetter. So sehen die Schuhe jetzt aus. Also zuerst mal haben sich Nähte nicht geöffnet, also das ist alles tipptopp. Ein paar Kratzer gibt es, aber das ist ja ganz normal bei Schuhen, dass sowas passiert. Hier auch, das kriegt man sicher mit Schuhpaste wieder weg. Was man hier sieht,
Hier ist ein bisschen Farbe rausgegangen, hier sieht man so ein bisschen Flecken vom Wasser. Ich habe die Schuhe eben noch nicht gar niemals mit Schuhpaste behandelt, sondern nur hin und wieder mit einem feuchten Mikrofasertuch abgewischt. Also ich bin mir sicher, dass man das mit Schuhpaste wieder hinbekommen wird. Wie schaut die Sohle aus? Hier das Profil, alles noch tipptopp. Hier auf der Ferse, hier sieht man, es ist ein bisschen abgelaufen hier, aber ich würde sagen, das ist jetzt auch ganz normal und nicht schlimm. Und das Einzige, was ich nicht ideal finde, ist hier vorne, sieht man das? Hier hat sich die Sohle etwas abgelöst. Vorne fängt sich an abzulösen. Wahrscheinlich sind noch deswegen hier diese Nägel drinnen, damit das vermieden wird. Das finde ich jetzt nicht ein Top-Qualitätsmerkmal, aber das kriegt man auch wieder hin mit Kontaktklebern. Hat mir ja schon öfters auch Schuhe geklebt damit und das wird dann auch wieder werden. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesen Stiefeln. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch die Schuhe gefallen, ob ihr jetzt auch überlegt, euch selber welche zu kaufen. Noch was. Ich habe 2 weitere Videos in Vorbereitung, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Abonniert mich am besten, dass ihr es nicht verpasst. Und zwar, das habe ich heute von der Post geholt. Das ist von 42 Lolita. Jede Menge Accessoires habe ich da gekauft, um verschiedene Lolita-Outfits zu vervollständigen. Da könnt ihr schon drauf gespannt sein. Und dann habe ich auch noch 2 Paar Schuhe, die ich mir noch auspacken möchte, die auch an historischen Designs angelehnt sind. Also seid gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ich habe meine Schuhe jetzt circa schon ein halbes Jahr. Und jetzt zum ersten Mal ein gröberer Schaden aufgetreten, leider. Und zwar war ich im Februar in Paris und da diese Schuhe die einzigen sind, die gut zur Winterkleidung passen, für kühleres, feuchtes Wetter geeignet sind und in denen ich auch sehr gut laufen kann. Deswegen waren es die einzigen Schuhe, die ich mitgenommen habe. Und es war ein Tag, wo wir in der Freibahn waren. Das bedeutet viel Laufen, auch draußen durch den Tag, bei regnerischem Wetter, auch zum Teil Kopfsteinpflaster. Da habe ich festgestellt, dass sich die Schuhe schon anders anfühlen, anders anhören, ich spüre, dass irgendwas nicht stimmt. Und zu Hause habe ich dann mit Schrecken festgestellt, dass sich an der Ferse der Gummibelag abgelöst hat. Es war noch so eine Klebeschicht zu sehen. Ich habe dann die Schuhe von den letzten 2-3 Tage getragen, weil sie die einzigen Schuhe waren, die ich mitgehabt habe. Dabei hat sich dann auch noch vom Absatzmaterial Substanz abgebaut. Und das in nur 2-3 Tagen ist so viel Substanz verloren gegangen, wie man hier sieht. Die Klebeschicht war natürlich auch komplett weg. Hier habe ich am nächsten Tag, eben als ich festgestellt habe, dass sich die Sohle abgelöst hat, habe ich vor der Tür und Unterkunft wirklich noch eine Fersensohle gefunden. Auf jeden Fall hat mich das jetzt enttäuscht, dass das so schnell kaputt gegangen ist und auch dass das Fersenmaterial anscheinend nicht gut gearbeitet war. Es scheint mir nicht massives Leder zu sein. Ich weiß nicht, ich bin kein Lederexperte. Es scheint irgendwie so eine Art Pressleder zu sein, zusammengepresste Lederfasern. Vielleicht wisst ihr, was es ist und könnt mir in die Kommentare reinschreiben, wie man dieses Material nennt. Ich habe mir vielleicht gedacht, dass der Absatz aus massiven Lederschichten gebaut ist. Deswegen hat mich das schon ein bisschen enttäuscht. Als ich wieder zu Hause war, habe ich die Schuhe dann in die Nachbarstadt gebracht zum Schuster meines Vertrauens. Er hat mir dann einen Niveauausgleich machen können und eine neue Sohle, also einen neuen Gummibelag drauf montieren können. Und das hat er mir innerhalb von einem Tag gemacht, hat nur 13 Euro gekostet und schaut sehr qualitativ gemacht aus. Ich freue mich schon drauf, die Schuhe viele weitere Jahre zu tragen. Ich zeige euch noch, wie das ausschaut. Hier sieht man eben, dass Substanz wieder aufgebaut worden ist. Leider nicht in der exakt gleichen Farbe, aber es ist Fersenabsatz. Das sieht man jetzt nicht so sehr sehen. Und hier der Gummibelag, Continental steht drauf, also das klingt nach guter Marke. Und hier auch noch mal 3-mal getackert oder genagelt oder wie man das nennt.
Das war jetzt der letzte Teil der Schuhvorstellung und danke auf jeden Fall, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Geplant ist ein Unpacking-Video von 42 Lolita. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Tschüss!